Ähm, Jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik bei uns. Und zwar kurze Frage, kurze Antwort. Mhm. Kennt man ja vielleicht schon aus anderen Bereichen, aber ich habe einige Fragen an dich vielleicht. Kannst ja mal kurz und knapp antworten. Versuch. Also, HSV oder St. Pauli? HS Pauli. Ben Jerry's oder Häagen-Dazs? Ben Jerry's. Deine Lieblingshandschuhmarke als Spieler? Oh shit. Das ist ja. Das war da Nike. Als Spieler oder Coach würdest du lieber den Super Bowl oder die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnen? Super Bowl. Wo würdest du lieber wohnen? Nördlicher Polarkreis oder Äquator? Äquator. Und lieber Laptop oder Smartphone? Aber am besten keines von beiden. Dann Smartphone. Fährst du lieber einen Ford Mustang oder einen Porsche? Mustang. Nike, Adidas oder Reebok? Nike. Sprudelwasser, stilles Wasser oder Leitungswasser? Was ist der Unterschied zwischen Still- und Leitungswasser? Wissen wir, der Hamburger Wasser? Still. Okay. Lieber zwei gebrochene Daumen oder zwei gebrochene große Zehe? Oh, Zehe. Und lieber den Mount Everest besteigen oder die Nordlichter sehen? Nordlichter. Lieber die Nordlichter. Super, danke dir. Dafür nicht. Jetzt kommen wir noch einmal zum Ende des Interviews und wechseln das Thema nochmal und kommen zurück auf dich. Was sind einige der wichtigsten Erfahrungen, die du im American Football oder auch im Basketball für dein Leben gelernt hast? Dass Verlieren nicht immer schlimm ist. Also das gibt ja immer diese Phrasen, die man da so, aber es ist ja tatsächlich mal, hat man ein alter Trainer zu mir gesagt, ey, es ging so um Playoffs. Er sagte, es ging ja erstmal um ein Turnier zu gewinnen, musst du erstmal in diesem Turnier teilnehmen. Ja. So, und auch der Klassiker, um wirklich erfolgreich zu sein, musst du erstmal lernen, auch verlieren zu können. Ja. Und das habe ich immer so für mich ja tatsächlich nie vergessen. Es ist immer einfacher, wenn alles so jupti läuft und positiv und ne, du bist erfolgreich, machst und tust. Aber was ist denn mal, wenn das andersrum läuft? Weil das ist ja nun mal so, da erkennst du erst die wahren Charakter zeigen sich ja immer erst dann, wenn es mal nicht ganz so rosig läuft. Ja. Ja, und das ist, glaube ich, so für mich, das habe ich immer so, war ganz wichtig. Und ich habe das auch einmal, diesen Spruch, den fand ich auch ziemlich passend. Wie heißt denn hier der Fußballtrainer Klopp? So, der sagt immer irgendwie, es ist nicht wichtig, was die Leute sagen, wenn du da bist, sondern was die Leute sagen, wenn du nicht mehr da bist. Ja. Und das war auch mal so für mich irgendwo so, ja, eine ganz gute rote Linie, die sich so beim Football auf jeden Fall wiederfinden lässt. Ne? Ja. Und wenn du deinen Weg bis hierher einfach nochmal zurückblickst, würdest du irgendwas anders machen? Oder würdest du sagen, ich habe es so ganz gut gemacht? Ja, grundsätzlich würde ich erstmal sagen, habe ich das bisher für mich ganz gut hinbekommen. So. Ich kann dir nicht sagen, nee, wenn mich jemand fragt, was würdest du heute ändern von vor 20 Jahren, hätte ich gesagt, ich hätte mir versucht, eine Wohnung zu kaufen. Okay. Ja, das ist Aber schon mal nee, sportlich kann ich wirklich sagen, für mich, alles, was ich gemacht habe, da habe ich bisher, ich kann in den Spiegel schauen. So. Ja, das ist wichtig. Ja. Und als jetziger Coach und ehemaliger Spieler, warum ist es für unsere Jugendspieler oder Spielerinnen so wichtig, sich um ihre körperlichen und mentalen Gesundheit zu kümmern? Und welche Tipps würdest du ihnen geben? Ja gut, körperlich, da kann ich wirklich ja nur von Tipps sprechen, weil wenn du mich anschaust, ich bin jetzt nicht der beste Ernährungsberater, aber nee, grundsätzlich, man muss einfach verstehen, dass das eine ohne das andere nicht funktioniert. Oder man sieht das wirklich nur als als reinen Freizeitausgleich. So, ich glaube, das ist auch immer noch ganz wichtig. Die Frage muss sich jeder stellen. Wenn ich mit Spielern spreche und es gibt eine Offseason und dieses ganze Rekrutierungsgedöns, was bisher immer stattgefunden hat, und dann erzählen ja immer Spieler, oh, wir brauchen einen Kunstrasenplatz und ich muss 23 Masseure haben und wie viele Ärzte sind dabei und bla 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 und welche Coaches und so. Dann frage ich immer jeden, bist du überhaupt wirklich sicher, möchtest du gecoacht werden? Weil das ist immer so, ne? Viele denken ja immer, oder anders.
wenn du dann wirklich mal anfängst zu coachen im Detail und mit den Leuten ein bisschen ins Gericht gehst sozusagen, da siehst du ganz schnell, aus welchem Holz jeder geschnitzt ist. Deswegen glaube ich, als Spieler heutzutage, gerade in der Jugend, man sollte weniger Erwartungen an andere haben, sondern mehr an sich selbst. Immer überlegen, was bringe ich selbst mit zur Party. So, und da gehört genau das mit dazu. Das ist nun mal ein Sport, der körperlich ausgeübt wird und somit muss man auch den Körper irgendwie darauf vorbereiten. So, und das ist, glaube ich, so ganz, ganz wichtig. Und das muss man verstehen. So, wenn du das machst, dann ist alles gut. Wenn du aber eine Seite extrem vernachlässigst und dich nur um die andere Seite kümmerst, dann wirst du nicht erfolgreich sein. Also würdest du sagen, um seine Träume zu verwirklichen oder zu erfüllen oder zu verfolgen, sollte man das Ganze betrachten und nicht nur einzelne Elemente davon Du musst halt auch ehrlich mit dir selbst sein. Ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung für alle Trainer, gerade so im Jugendbereich. Ja. Wie oft kriegst du das mit, denen wird erzählt, ja und hier und du wirst später Highschool und du wirst aufs College gehen und so. Und die glauben das ja. Nur das muss ja genau andersrum sein. Du musst denen eigentlich zeigen, guck mal, dass dir draußen wird dir nichts geschenkt. Und du kannst auch die Parallele zum Leben, das ist genau das Gleiche. Wenn du eine Ausbildung machen willst und das nicht lernst, dann wirst du diese Ausbildung nicht bestehen. Ja. Und das Gleiche ist ja beim Football. Und wir neigen, glaube ich, oft dazu, immer uns mit Leuten mehr zu unterhalten, die mir das erzählen, was ich hören möchte. So, und das ist, glaube ich, manchmal das Problem. Und da muss man halt immer offen und ehrlich sein. Da muss man auch so einem Jugendlichen sagen, wenn du der Meinung bist, du musst hier nur bei McDonald's dir die Burger reinpfeifen und einmal die Woche hierher kommen, dann kannst du gerne den Sport machen für dich, so als Ausgleich, aber du wirst damit nicht Erfolg haben. Und wenn du so genauso in deinem privaten Umfeld unterwegs bist, wirst du damit keinen Erfolg haben. Ja, wenn das wichtiger ist, Playstation zu spielen, als abends zum Training zu kommen zum Beispiel, dann ist das auch okay. Dann musst du aber nicht hinterher beim Training sagen, du möchtest eigentlich den Super Bowl gewinnen. Ja. So, das ist für mich einfach meine Sichtweise, wie ich das Ganze so einstufe. Ne? Ich würde sagen, super schöne Schlussgedanken von dir. Vielen Dank. Nomi, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken dafür, dass du die Zeit genommen hast, mit uns das Interview zu führen. Und ich wünsche dir alles Gute in der Zukunft. Und vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder. Ja, vielen Dank. Der Dank geht mal zurück. Das, was ihr hier macht, ist eine riesencoole Nummer. Ich finde einfach mal, ihr sorgt dafür, dass unser Sport oder andersrum, dass andere Menschen sich das vielleicht anschauen und dadurch kann das nur besser werden und größer vor allen Dingen. Und somit, ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg und werde das auch weiterhin sehr verfolgen. Vielen Dank. Gebe ich ans Team gerne weiter. Vielen Mach das Dank. mal. Also, danke, ciao. Ciao.